Wir sind in Calvörde, das ist nördlich von Magdeburg. Dort gibt es einen Stellplatz an einem Sportboothafen und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir waren einige Tage in Magdeburg auf dem Stellplatz Peteriförder und sind jetzt ein Stückchen weitergefahren, und zwar zu diesem kleinen Ort Calvörde. Das sind etwa 50 Kilometer. Wir sind hier im Landkreis Börde und im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der Ort Calvörde, kleiner Ort, 3800 Einwohner, Einkaufsmöglichkeiten, Tankstelle, wie wir gesehen haben, gibt es hier. Jetzt überqueren wir den Mittellandkanal und an diesem Mittellandkanal liegt auch der Sportboothafen Calvörde. Dort gibt es eben diesen Stellplatz. Wir haben Anfang Juli, es ist Ferienzeit, da nutzen wir gern Plätze, die nicht so bekannt sind und wo wir dann von ausgehen können, dass sie nicht unbedingt voll sind. Wir sind jetzt an der Zufahrtsstraße, uns kommt ein anderes Mobil entgegen, die Straße ist hier nicht sehr breit, so setzen wir nochmal zurück, um den anderen rauszulassen und fahren dann hier jetzt zum Stellplatz. Hier auf der rechten Seite ist jetzt der Stellplatz, die Straße geht auch nicht weiter, sie endet hier am Hafen. Wir fahren erstmal hier auf den ersten freien Platz und wollen uns dann umschauen, wo wir am besten stehen können. Wie man sieht, hat man hier von oben einen schönen Blick auf den kleinen Hafen. Das kann ich jetzt schon verraten, man könnte auch runterfahren bis ans Hafenbecken und dort stehen. Angegeben ist bei diesem Stellplatz, dass er Platz hat für 12 Wohnmobile. Hier im oberen Bereich können vielleicht 8 Mobile stehen, ist von mir geschätzt. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Satellitenempfang, also wer Fernsehempfang haben möchte, der muss genau schauen, wo er sich hinstellt, denn nicht überall ist dort Satellitenempfang möglich. Etwas tiefer gibt es 2 Container. In einem Container sind die sanitären Anlagen untergebracht, in dem anderen Container befindet sich das Büro des Hafenmeisters. Diese sanitären Anlagen werden nicht nur von den Campern genutzt, sondern auch von den Bootseignern, die hier im Hafen Station machen. Die sanitären Anlagen sind einfach, aber zweckmäßig. In verschiedenen Apps ist angegeben, dass dieser Platz 10 Euro pro Tag kostet. Musste dann aber beim Bezahlen feststellen, dass wir noch je Person 2 Euro dazukommt, sodass wir auf 14 Euro kommen, ohne Strom. Strom kostet nochmal 3 Euro extra. Ich weiß nicht, ob man das abwählen kann, sanitäre Anlagenbenutzung, also haben wir das bezahlt. An der Seite eines Containers befindet sich der Ausguss für die Toilettenkassette. Wer jetzt hier unten direkt am Hafenbecken stehen möchte, der muss hier runterfahren und kann sich dann hier ein Plätzchen suchen. Hier ist auch die End- und Versorgung. Für die allgemeine Nutzung gibt es hier unten Tisch und Bänke und auch einen Grill. Wir sehen hier links auf dem Bild die Entsorgungsstation. Dort gibt es einen Bodeneinlass und es gibt dort die Möglichkeit, Frischwasser zu zapfen. Es war während unseres Aufenthalts der Platz nie voll belegt. In der Spitze standen mal 6 Wohnmobile hier auf diesem Stellplatz. Der Hafen hat eine direkte Verbindung zum Mittellandkanal und man kann auch vom Stellplatz aus direkt mit dem Fahrrad starten und entlang des Mittellandkanals fahren. Der Mittellandkanal ist die längste künstliche Wasserstraße Deutschlands, ist etwa 300 Kilometer lang. Es führen rechts und links, meistens jedenfalls, sogenannte Betriebswege am Kanal entlang, die man gut nutzen kann, um mit dem Fahrrad dort zu fahren. Ich werde in diesem Video noch einen weiteren Stellplatz vorstellen, und zwar ist der 25 Kilometer entfernt von Calvörde, und zwar in dem Städtchen Gardelegen. Jetzt geht es aber erstmal zurück zum Stellplatz in Calvörde, hier am Sportboothafen. Ein Restaurant haben wir hier in der Nähe nicht gefunden, deshalb wird selber gekocht. Es gibt ein einfaches Gericht, das sind Bratkartoffeln. Zwischen 18 und 19 Uhr kommt der Hafenmeister und bei dem kann man dann seine Platzgebühr bezahlen.
Wir waren 2 Nächte auf diesem Stellplatz und jetzt soll es weitergehen. Und wie schon angesprochen, geht es nach Gardelegen. Dort wollen wir Campingfreunde besuchen, die wir in Spanien kennengelernt haben. In Gardelegen gibt es einen einfachen Stellplatz, den nutzen wir für die Übernachtung und dort treffen wir auch Lisa und Horst wieder. Dieser Stellplatz hat Platz für 16 Wohnmobile und er kostet 7 € pro Übernachtung. Um die Platzgebühr zu bezahlen, braucht man hier 7 € in Münzen. End- und Versorgung gibt es hier, und zwar kann man Frischwasser zapfen, es gibt einen Bodeneinlass und es gibt auch einen Ausguss für Toilette. Ausguss Toilette ist kostenpflichtig, das heißt, man muss 1 € einwerfen, damit man die Kassette entleeren kann. Stromanschlüsse gibt es auch ausreichend. Die Kilowattstunde kostet hier 50 Cent. Wichtig ist immer bei solchen Anlagen, dass man die richtige Steckdose vorwählt und dann das Geld einwirft, sonst bezahlt man eventuell den Strom vom Nachbarn. Es gibt hier auch freie Rasenflächen, die man nutzen kann, wenn man zum Beispiel einen Hund dabei hat und mit dem Hund spielen möchte. Dieser Platz ist nutzbar von Anfang März bis Ende Oktober. Dieser Stellplatz liegt auch recht zentral zur Stadt. So braucht man nur wenige 100 Meter gehen und man ist im Zentrum der Stadt Gardelegen. Gardelegen hat etwa 14.000 Einwohner und ist flächenmäßig die drittgrößte Stadt Deutschlands. Die Einheitsgemeinde hat 49 Ortsteile mit ca. 23.000 Einwohnern. Es gibt hier einige Sehenswürdigkeiten in der Stadt, die man alle zu Fuß gut erreichen kann. Auch gibt es einige Restaurants hier in der Stadt. Wir waren im Reuterhaus, haben dort gut gegessen und haben uns dort auch wohlgefühlt. Das waren hier jetzt 2 Stellplätze, die ich hier vorgestellt habe, die man auch in den Sommermonaten nutzen kann, also auch in der Ferienzeit, die ich denke nicht immer voll belegt sind. Ja, das war's dann auch schon. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.